Rampe, Reicht. 20 Minuten Podcast über. Heute geht es um Wohnen und wie schwierig das ist, zusammen mit verschiedenen Behinderungen und psychischen Erkrankungen. Ich bin Simotier und mache zurzeit Pläne für die Zukunft. Ich bin schwarz-rund und ich schreibe noch immer am Roman, das wird jetzt längere Zeit so sein. Und studiere sehr intensiv. Genau. Ja, heute geht es ja um das Thema Wohnen. Das ist quasi Folge 1 von 2 in der ersten Staffel. Und heute wollen wir uns ein bisschen quasi außerhalb der Wohnung aufhalten, um dann nächstes Mal in die Wohnung reinzugehen. Oh ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Ja, ich hoffe, das trifft es einigermaßen. Wir gucken uns heute vor allem den Faktor psychische Krankheiten und Behinderung an. Wir lassen heute die Queerness ein bisschen draußen. Oh je. Oh Gott, oh Gott. Oh. So, und ja, Monkey, so. Entgegen dem Wunsch der Hunde. Der Hintergrund ist, dass das nochmal verstrickt werden muss und ich hoffe, dass wir da in Staffel 2 vielleicht eher zu kommen werden. Ja, Genau. bestimmt. Bestimmt. Das ist ja auch kein kleines Thema, also auch unabhängig von Behinderung zum Beispiel, wenn man sich einfach nur die Situation zum Beispiel in Berlin, wo wir beide sind, anguckt. Oh ja. Da ist es einfach für alle schon schwierig genug. Ja, es ist tatsächlich für jeden gerade schwierig, Wohnraum zu finden. Also selbst die wir sonst immer beschreiben als die oberprivilegiertesten, landen teilweise jetzt auf der Straße, obwohl sie ein gutes Einkommen haben und allem entsprechen, was die Gesellschaft sich so von Menschen wünscht, sag ich mal. Genau, ja. Genau. Ich erzähle einfach mal kurz, wie mein Bezug zu dem Thema ist. Ich bin so ein bisschen on-off gewesen lange Zeit, was quasi Wohnungslosigkeit betrifft, aber nicht Obdachlosigkeit. Und von meinen Ex-Beziehungspersonen hatten einige Erfahrungen mit Obdachlosigkeit, vor allem im Jugendalter. Deswegen war ich schon öfter damit konfrontiert und meine Eltern haben sehr viel Erfahrung mit Obdachlosigkeit in Deutschland gemacht. Ja. Im Gegensatz dazu, was ich von mir ein bisschen erzähle, bin ich sehr privilegiert. Ich komme ja aus einer Familie, wo die Generation von meinen Eltern sehr wohl gut gestellt sind, die Generation davor auch wieder nicht. Also es ist so, halt innerhalb meines kulturellen Kontextes ein bisschen komplizierter als, sage ich mal, jetzt so eine normale Kartoffelgeschichte. Aber ich bin halt auch wieder mehr prekarisiert als die Generation von meinen Eltern und habe auch mehrere Erfahrungen gemacht mit Wohnungslosigkeit selber, aber nicht mit Obdachlosigkeit, weil ich zum Glück in den Situationen, wo ich nicht mehr keine Wohnung mehr selber hatte, konnte ich mit meinen Tieren immer bei Freundinnen unterkommen. Genau, das sind so 2 Unterscheidungen, über die wir so ein bisschen auch sprechen werden. Ihr habt das jetzt gerade schon gehört. Früher war es quasi so, dass wir beide manchmal wohnungslos waren. Das ist jetzt etwas, das werden wir jetzt nicht näher ausführen. Wir sind jetzt in dem Punkt sehr privilegiert und es wird wahrscheinlich nicht mehr Thema werden. Außer der Faktor psychische Krankheiten kommt eben dazu. Mehr möchte zum Beispiel, Genau, ich glaube, mehr mag ich gar nicht dazu so sagen, weil vielleicht geht es im zweiten Teil mehr darum. Heute geht es ja mehr um die Situation von generell Menschen mit psychischen Erkrankungen und ja, was ist das überhaupt, dieses Wohnungslosigkeitsding? Was ist denn so eine Trope, die du immer wieder hörst in Bezug auf Deutschland und Obdachlosigkeit, so ein Standardsatz, der dann oft fällt? Interessante Frage. Also in Deutschland oder wenn Leute von außen auf Deutschland gucken? Nee, eher in Deutschland. Okay, gut. Ja, das ist wahrscheinlich ein großer Unterschied. Ich habe das Gefühl, dass es hier noch sehr die Überzeugung ist, so sie ist selber schuld. Oh ja, selber schuld ist ein wichtiger Punkt, ja.
weil wir haben ja einen sehr gut funktionierenden Sozialstaat, in Anführungsstrichen, und da wird ja keiner irgendwie, kann es Keiner gar wird nicht zurückgelassen. sein, dass keiner zurückgelassen wird. Genau. Ja, genau, das ist auch die Trope, auf die ich so ein bisschen eingehen möchte. Und wir sind beide ja keine Spezialistinnen, was das Thema angeht. Und deswegen habe ich mir so ein bisschen die Zeit genommen zu recherchieren und werde mich relativ viel auf ein Interview beziehen mit Stefanie Schreiter. Sie ist Leiterin für die Klinik für psychiatrische Erkrankungen an der Charité mit dem Schwerpunkt bipolare sogenannte Störung. Ich weiß nicht, wie sie persönlich ist. Ich habe mit ihr noch nie über Bipolarität geredet. Dieses Interview fand ich sehr überzeugend. Sie hat relativ viele Preise gewonnen, weil sie als Forscherin und Mitgründerin zum Thema Wohnungslosigkeit und Gesundheit gearbeitet hat. Und deswegen ist sie heute super spannend für uns. Genau, und in diesem Artikel, den findet ihr auch in den Shownotes, dort redet sie eben ganz spezifisch über Berlin und sagt, dass über 60% der Obdachlosen, das ist jetzt quasi eine Zusammenfassung von Wohnungslosen und Menschen, die direkt auf der Straße leben in dem Artikel. Über 70% davon haben akute psychische Erkrankungen. Wow. Und fast alle bleiben ohne Hilfe. Also fast alle werden nicht therapiert, medikamentiert, erhalten keine Traumabehandlung und so weiter und so fort. Noch krasser wird es, wenn wir uns angucken, was nicht akute psychische Erkrankungen angeht, sondern zum Beispiel psychische Erkrankungen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Und das sind dann über 90%. Okay, das sind ja echt krasse Zahlen. Das ist fast jede Das Person. sind ja alle. Genau. Also alle sind irgendwie mehr oder weniger in Berührung gekommen mit psychischen Erkrankungen. Und dadurch, was bestimmt eine sehr große Rolle darin gespielt hat, dass dann Menschen ihre Wohnungen verloren haben. Genau, und das ist auch total spannend zu gucken, wie sage ich das jetzt, wie wir mit der Schuldfrage umgehen. Weil das eigentlich damit zusammenhängt, wie wir mit der Schuldfrage bei psychischen Erkrankungen umgehen. Also ja. sind Menschen schuld an ihren psychischen Erkrankungen? Wäre so die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wenn wir jetzt Frage 1 mit Nein beantworten, nein, Menschen sind nicht schuld an den psychischen Erkrankungen. Wäre schon mal ganz gut, ja. Genau, sind Menschen dann deswegen nie schuld daran, was die Konsequenz aus ihren psychischen Erkrankungen ist. Und da wird es dann schon schwieriger. Ja. Und dann folgt so ein bisschen Frage 3. Wenn wir jetzt sagen, manchmal müssen sie Verantwortung übernehmen und manchmal nicht, wäre die Frage, wie schlimm darf das soziale Punishment eigentlich sein? Ja, also die soziale Abstrafung. Da glaube ich, ist wirklich ganz gut auch zu gucken, wieder ein bisschen zu trennen zwischen so Privatem, was ist mit der Familie, was sind mit den Friends und so, und dann halt tatsächlich mit einem Sozialstaat, was ja angeblich da ist. Und da müsste ja halt der Sozialstaat dann eingreifen. Und ich würde auch sagen, quasi bedingungslos, wenn es um so eine sehr schwache Gruppe, wie jetzt Leute in zum Beispiel akuten Krisen, die durch die Krise ihre Wohnung verlieren. Genau, oder wegen der Krise eben keine neue Wohnung finden, den Umzug nicht packen oder Bürokratiesachen nicht auf die Reihe kriegen. Genau. Was es dazu gibt, ist ja diesen Ansatz des Housing First. Hast du das schon mal gehört? Nee. Okay, Housing First ist so ein Ansatz aus den USA und der sagt, ganz egal, was ein Mensch hat, also Süchte, Schulden, psychische Erkrankungen, physische Erkrankungen oder, dass immer Housing das Erste sein muss, um die Lebenssituation zu stabilisieren. Das hört sich sehr gut an. Und also sowas von nachvollziehbar auch durch, ich glaube, unsere beiden Erfahrungen auch. Genau. Weil wenn alles sehr unsicher ist und du dann halt keine Wohnung hast, dann geht das alles andere irgendwie auch nicht oder wird unglaublich viel schwieriger.
Genau, und da kommt auch nochmal die Überschneidung mit, ich sage jetzt mal physischen Behinderungen. Es ist natürlich ein bisschen kacke, das zu trennen, Mhm. aber auf der Straße leben ist tatsächlich gesundheitlich total schädigend. Es ist eine der Mhm. anstrengendsten Dinge, die dem Körper angetan werden können, was einfach mit einem Sozialgefüge zu tun hat. Wenn Mhm. du ohne Wohnung lebst, also ganz ohne Wohnung, ist es quasi vorprogrammiert, dass du schwer erkranken wirst, dass du zum Ja. Beispiel eine Verletzung kriegst und die nicht verarzten kannst, dass du deswegen schwere Entzündungen kriegst und mehrere Lungenentzündungen und so weiter und so fort. Also in einem Interview, was ich sehr empfehlen kann, was wir euch auch verlinken, wo es sich auf Hawaii bezieht, geht es darum, dass viele Obdachlose sogar versuchen, in wärmere Länder zu migrieren, Mhm. obwohl sie dort auch weiterhin obdachlos sind, einfach weil die gesundheitliche Gefährdung massiv absteigt durch die wärmere Temperatur. Oh ja. Also allein dieses kalt versus warm Mhm. macht schon eine unglaubliche gesundheitliche Gefährdung. Heißt irgendwann, es ist so ein bisschen diese Henne-Ei-Frage, aber spätestens, wenn Menschen auf der Straße landen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie eine psychische Krise kriegen. Mhm. Ähm, Was bedeutet, dass ihr Risiko, physisch krank zu werden und dadurch chronische Einschränkungen oder eben Behinderungen zu kriegen, höher ist. Heißt, wir haben auf einmal eine riesige soziale Gruppe, die eigentlich greifbar wäre, die unterstützbar wäre, was sie aber nicht machen, weil wir so in dieser Schuldfrage festhängen und so in dieser Mhm. Henne-Ei-Frage. Ja, ja. Genau, und darauf ist Housing First quasi eine große Antwort, was halt auch wieder mit Sucht zusammenhängt, weil wenn Ach, du dich nicht ja. medikamentieren kannst, was deine psychische Krankheit angeht, Mhm. und physisch krank bist. Selbstmedikation. Genau. Ja. Und das ist ja auch so ein Thema, wo alle sehr, sehr gerne mit der Schuldfrage kommen. Wenn schon Süchte da sind, das wissen wir auch alle mit Leuten, die obdachlos sind, die auf der Straße sind und dann ähm, zum Beispiel schnorren, wo viele Leute dann sind, so, nee, bloß denen nichts geben, weil das ja für Suchtmittel benutzt wird. Genau, und dabei ist zum Beispiel eine Mhm. andere Sache, die erforscht worden ist in Berlin, Hamburg und München war das, glaube ich. Ich gucke mal, ob ich das wiederfinde. Take it with a Mhm. pinch of salt, falls ich die Quelle nicht wiederfinde. Der kalte Entzug auf der Straße ist mit das Gefährlichste, was du Ja. machen kannst, weil Mhm. du hast halt keinen Schutz vor den Witterungsumständen, du Genau. hast keinen Rückzug, du hast ein hohes Verletzungsrisiko, dein Körper wird wegen der Entgiftung massiv überfordert sein. Ja. Das plus Straße ist eine gefährliche Kombination. Genau, aber es gibt ein Problem bei dieser Housing First Sache und Okay. das sind psychische Erkrankungen, die einen relativ unverträglich machen, zusammen mit anderen HausbewohnerInnen. Ja. Ich werde jetzt keine Diagnosen nennen, aber es gibt zum Beispiel Krankheiten, wo Krankheitseinsicht zwangsläufig nicht zum Diagnosebild gehört. Also das bedeutet, das klingt ein bisschen kompliziert, wenn du diese psychische Erkrankung hast, kann dir nicht bewusst sein oder nicht dauerhaft bewusst sein, dass du diese psychische Erkrankung hast, weil das ein Teil zum Beispiel von dem Nervenschaden ist oder. Mhm. Und wenn diese Krankheiten zusammenkommen mit sogenannten zweiten Welten, die Leute sich aufbauen, also eine andere Realität, kann das natürlich zu einer Gefährdung werden für andere HausbewohnerInnen. Ja. Und da kommen wir wieder so ein bisschen zu einem Problem, denn die Menschen, die das tatsächlich dann vertreibt, sind wiederum psychisch krank. Mhm. Also wir kommen dann dazu, dass wir eine Person durch Housing First, was ein total sinnvoller Ansatz ist, in eine sicherere Situation bringen, aber gegebenenfalls andere Menschen dadurch in ein Risiko versetzen. Und da Ja. merken wir dann schon wieder, dass die Antwort doch nicht ganz so einfach ist. Stimmt. Also irgendwie ein Ansatz, mit dem Mensch anfangen sollte, Ja, aber wieder mal nicht, dass es eine Antwort auf alles gibt. es gibt keinen Pauschalansatz für so eine Breite an Bedürfnissen. Ja. Und genau, das zusammen mit Kapitalismus dann Ja. ist halt sehr, sehr schwierig, weil am Ende des Tages noch mehr psychisch erkrankte Menschen auf der Straße landen. Und genau, darüber wollten wir reden. Das war erstmal so ein bisschen ein inhaltliches Input. Wir haben euch dazu auch ein paar Quellen verlinkt, falls ihr noch weiter in das Thema reingehen möchtet. Uns ist quasi total wichtig dabei zu sagen,
Die Schuldfrage ist erstmal tatsächlich irrelevant. Ja. Weil am Ende des Tages sind das Formen von sozialer Bestrafung, die wir einfach eigentlich im 21. Jahrhundert entschieden haben, dass sie nicht passend sind. Weil Essen, Wasser und Unterkunft so grundlegende Bedürfnisse sind, dass ihr Entzug nicht die Bestrafung darstellen darf. Also dass es überhaupt sowas wie ein Kündigungsrecht gibt und so weiter und so fort. Ja. Seitens der HausbesitzerInnen ist in sich eigentlich schon absurd. Das heißt nicht, dass sie Ja. nicht beschützt werden sollen. Das heißt nur, dass das keine gute Form des Schutzes ist. Nee. Weil das halt eben ein so grundlegendes Bedürfnis ist. Ja, ich finde es extrem spannend, in Anführungsstrichen, also dieses wie, wenn man tatsächlich davon wegkommt, auf so Schuld zu gucken, sondern mehr sich auf vielleicht die Krisen zu konzentrieren von Menschen. Nicht nur, wie so die Krisen entstehen, aber wie in so einer Krisensituation das so unglaublich verschärft werden kann, wenn das wegfällt, wenn eine sichere Wohnsituation wegfällt, was das dann für Auswirkungen hat. Und ich habe das Gefühl, dass darauf so unglaublich wenig geachtet wird. Ja. So sozial so ein Anderssein ganz schnell konstruiert wird. Das sind ja die es nicht hinkriegen, die landen auf der Straße. Und da wird gar nicht geguckt, ja, warum kriegen dann Leute Sachen nicht hin? Weil es ist einfacher, also einfach so ganz banal gesagt, es ist einfacher, irgendwelche bürokratischen Sachen zu erledigen, wenn du diese Formulare zum Beispiel zu Hause ausfüllen kannst und damit dann zum Amt gehen kannst. Das ist halt auch überhaupt jetzt zum Beispiel auf Jobcenter geguckt, wenn du keine Wohnung hast. Die Jobcenter braucht immer eine Adresse, wo sie deine Post hinschicken. Und genau, wenn das schon nicht ist, also du bist wirklich, es handelt sich nicht um mehrere Schritte, es reicht ein Schritt und du bist raus. Ich glaube, das ist so das Entscheidende. Und das, wenn du nicht in dieser Situation gewesen bist, wo das entweder passiert ist oder die Gefahr droht, dass es passiert, dann ist es so einfach, sich davon abzugrenzen, zu sagen, okay, die Person hat überhaupt nichts hingekriegt und hat das alles einfach schleifen lassen und so. Und nee, es reicht eine Sache. Ja, und selbst wenn die Person es hat schleifen lassen. Ja. Also selbst wenn es dann halt wieder die Frage ist, dass die angemessene Reaktion darauf. Also ich finde, es ist auch immer so eine zweiteilige Sache. Also einerseits glaube ich tatsächlich, es muss mehr Chancen geben, zu lernen, erwachsen zu sein. Ich finde, das gibt es fast gar nicht. Also wie mache ich eigentlich Formulare und wie auf meiner Sprache und wie bringe ich meinen Eltern bei, dass ich mich nicht mehr 24/7 um sie kümmern kann, weil ich meine eigene Wohnsituation absichern muss oder so Bürokratiedeutsch wäre auch ganz gut zu lernen, vor allem für so migrierte Leute. Ich glaube, das ist so spannend. So. Genau, und das ist einerseits so dieser riesige Teil, wo man sagen könnte, okay, wir müssen ganz doll am so Lernanteil arbeiten. Aber ehrlich gesagt finde ich, der viel wichtigere Teil ist, warum ist das alles so kompliziert? Also warum ist das überhaupt so sehr von der Form abhängig? Und wem ist diese Form überhaupt zugänglich? Und wer muss sich wie weit verbiegen, um dieser Form zu entsprechen und so weiter und so fort. Und da kommen wir dann auch so ein bisschen rein in in zwei andere Ebenen, die wir sonst ja immer sehr aktiv mit ansprechen, nämlich Queerness und Schwarzsein. Und wenn du schwarz bist, bist du schon mal ausbegriffen von diesem Grundverständnis von, diese Person darf hier wohnen. Ja. Und das wird halt massiv zentriert bei der Wohnungssuche. Weil was will die hier überhaupt generell? Und warum sollte ich dir jetzt noch eine Wohnung geben? Ja. Da tut sich tatsächlich ein rassistisches Dilemma auf am Wohnungsmarkt, sage ich jetzt mal. Und mit der queeren Ebene ist das Ding, wenn es zum Beispiel dein Deadname ist, den du immer wieder reproduzieren musst, oder deine Konstruktion von Familie, die du lebst, einfach nicht der Norm entspricht und nicht auf die Formulare passt, oder deine Familie, also deine Herkunftsfamilie queer ist und deswegen vielleicht selber schon diese ganzen systematischen Unterdrückungen ausgehalten hat und so weiter und so fort. Also es gibt einfach total viele Punkte, die da reinspielen, wie gut oder schlecht du mit sowas umgehen kannst. Ja.
Ein Thema, auf das wir auch noch eingehen wollen, worüber wir aber vielleicht in der 2., 3. oder 7. Staffel sprechen werden, ist die Frage von physischen Barrieren und Wohnungssuche. Ja. Genau, dazu suchen wir uns dann aber bestimmt wieder einen Experten in ein Interview oder sogar eine Person, die mit uns spricht. Ach, das wäre toll, ja, weil das ist nochmal so ein ganz anderes Thema. Und deswegen wollen wir diesem ganzen Thema, wie ihr schon merkt, es ist sehr weit verstrickt, weil eben Housing first. Oh, ja. Möchten wir dem Thema gerne mehrere Folgen widmen und diese Staffel eben 2 Folgen und in 2 Wochen geht es weiter mit der nächsten Folge. Ja, da, wie Schwarzrund schon angedeutet hat, geht es darum, dass wir mehr in die Wohnung gehen und schauen, wie es uns damit geht. Genau. Ja, wir haben euch verschiedene Quellen heute schon genannt. Ich möchte noch eine Quelle benennen als extra Schmankel. Und zwar von einem Podcast, den Sima mir vorgestellt hat. Der Podcast heißt You're Wrong About. Die haben eine tolle Folge gemacht zum Thema Homelessness und gehen doch mal viel detaillierter auf die Geschichte ein von dieser Housing First Forschung. Ihr erfahrt das und mehr über YouTube auf Rampe Reicht oder über unsere einzelnen Social Media Accounts. Ich bin Schwarzrund und ihr findet mich überall als Schwarzrund. Und mich findet ihr als Simo_Tier und hinten noch ein Unterstrich manchmal. Wir sind bipolar, verrückt, behindert, autistisch, schwarz, trans, femme. Oh ja, femme. Very femme, queer. Und dieser Podcast ist es auch.